Hahn auf Wassermarsch, so geht das überall in Hessen. Nur für das gleiche Wasser zahlt man regional ganz verschiedene Preise und Gebühren. Wir sind jetzt bei einem Gebührensatz von über 4 € für den Kubikmeter Frischwasser. Und ich nehme mal an, im Rhein-Main-Gebiet kostet es vielleicht nicht mal die Hälfte. Die meisten Verbraucher wissen gar nicht, was sie selbst zahlen. Dieses Jahr habe ich nicht geschaut, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Max fragt, wie kommen die verschiedenen Wasserpreise zustande und sind die großen Unterschiede bei den Kosten gerecht? Gutes und ausreichend Trinkwasser ist für uns in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Doch bei einer HR-Recherche zum Thema Wasser fällt dem Journalisten Oliver Günther und seinem Kollegen Jens Borchers eines auf. Da gibt es Kommunen in Hessen, da zahlt ein 4-Personen-Haushalt so roundabout ungefähr 250 €. Es gibt aber andere Kommunen, da liegt diese Gebühr bei über 900 €. Und das ist dann schon mal das 3- und 4-fache. Die HR-Kollegen berechnen für alle hessischen Kommunen die jährlichen Kosten. Und zwar für einen Musterhaushalt mit 4 Personen und einem Verbrauch von 185 Kubikmetern. In der Vogelsberggemeinde Lautertal kostet Wasser im Jahr rund 355 €. In der Nachbargemeinde Ulrichstein fällt die Rechnung mit mehr als 700 € dagegen doppelt so hoch aus. Wie kommen die hohen Preise in Ulrichstein im Vogelsberg zustande? Wir sind in der Stadt und treffen Bürgermeister Edwin Schneider. Denn die Kommunen sind für das Wasser selbst zuständig und müssen die Preise anhand gesetzlicher Vorgaben kostendeckend berechnen. Ulrichstein liegt an der Wasserscheide Rhein-Weser und das Wasser fließt in alle Richtungen quasi ab. Und deshalb haben wir auch hier am höchsten Punkt in der Kernstadt Ulrichstein Probleme mit der Wasserversorgung, mit der Trinkwasserversorgung. Die Stadt ist die höchste in Hessen. Nicht einfach, hier Trinkwasser zu fördern oder herzuschaffen. Im Sommer 2018 müssen sogar Tanklaster frisches Trinkwasser nach Ulrichstein bringen. Die Schürfquellen aus dem Oberwald haben in den heißen Sommermonaten seit dem Klimawandel, der hier oben angekommen ist, nicht mehr genügend Wasser. Und wir mussten deshalb hier einen neuen Brunnen bohren, haben 200 Meter tief gebohrt und die Pumpe hängt bei 170 Meter. Fast 1 Million € hat der neue, extrem tiefe Brunnen gekostet. Er versorgt gerade mal 1000 Menschen in der Kernstadt. Das schlägt sich auch in den Wassergebühren nieder. Ganz anders sieht das im nur 8 Kilometer entfernten Lautertal aus. Wir haben relativ niedrige Betriebskosten. Wir haben eine große Schürfquelle, die alleine 4 von unseren 7 Ortsteilen versorgt. Und dadurch haben wir sehr, sehr wenige Stromkosten und auch andere Gestellungskosten. Fairerweise, die Abwassergebühren sind hier dafür recht hoch, sagt Schäfer. Generell gilt, Leitungswasser in Deutschland ist ziemlich günstig. 1 Liter des günstigsten Wassers im Supermarkt kostet 18 Cent. In Ulrichstein sind es 0,4 Cent, in Lautertal 0,2. Auch in der hessischen Kommune mit dem höchsten Preis pro Liter, in Ottrau, zahlt man aktuell nur 0,5 Cent. Im südhessischen Lorsch sind es 0,09 Cent. Im Mittel zahlen die Hessen 0,2 Cent für den Liter. Die Spannbreite ist aber enorm. Im krassesten Fall, wie in Ottrau, zahlt man 5-mal mehr als in Lorsch. Doch für Verbraucher ist es gar nicht so einfach herauszufinden, was sie bezahlen. Es gibt Kommunen, die berechnen eigentlich nur den direkten Verbrauch. Also da gibt es einen Preis, eine Gebühr pro Menge. Andere nehmen erstmal noch auch eine pauschale Grundgebühr oder es gibt Zählermieten, die schwanken dann auch zwischen 0 € und aber dann auch mal 70, 80 €. Das ist erstmal so ein bisschen intransparent, aber liegt wahrscheinlich daran, dass die Kommunen halt sehr unterschiedliche Kalkulationen haben. Auch sind die entsprechenden Satzungen nicht einfach zu finden. Bei einigen der mehr als 400 Kommunen in Hessen haben Günther und sein Kollege sogar noch Satzungen mit D-Mark-Preisen recherchiert. Und die Landeskartellbehörde hat in der Vergangenheit in Hessen schon mehrfach Verstöße wegen zu hoher Wasserpreise angemahnt. Verschiedene Anbieter mussten ihre Preise daraufhin senken. Klar ist, unser Trinkwasser wird wegen des Klimawandels an vielen Orten teurer werden, sagt Bernd Petermann. Er leitet beim Verband kommunaler Unternehmen in Hessen den Arbeitskreis Wasser und Abwasser. Doch es gibt auch Möglichkeiten, die Gebühren zu senken. Es ist natürlich auch so, dass wenn sich Kommunen zusammenschließen und die Wasserversorgung gemeinsam dann gestalten, dann kann das oder wird das auch günstiger. Auch das Land sieht Petermann in der Pflicht. Das wird erforderlich werden, dass man dann sagt, okay, wir geben hier als Land Geld dazu.
Also das ist auch eine Sache, die unbedingt für die nächsten Jahre, die wir auch forcieren als VKU, mit dem Land auch im Gespräch sind, dass wir da entsprechende Unterstützung bekommen. Das muss geklärt werden. Generell gibt es viele gute Gründe, warum unser Wasser an verschiedenen Orten unterschiedlich viel kostet. Herauszufinden, wieso man wie viel zahlt, ist aber oft nicht einfach. Klar ist nur eines: günstiger wird unser Wasser nicht.